Das ist sie also, die Mein Schiff Relax. Ich bin neu im Team und eine Kreuzfahrt will ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin echt gespannt. Lass es uns mal gemeinsam angucken gehen. Ah ja, da ist ja mein Koffer. Jetzt kann der Urlaub richtig starten. Oh. Mit Bademantel. Und sogar Schlappen. Oh, meine Sonnencreme ist ausgelaufen. Hey Adriano! Hey, na? Komm rein! Ja, gerne. Mir ist gerade die Sonnencreme im Koffer ausgelaufen. Oh. Richtig nervig irgendwie. Bei jeder Reise passiert mir irgendwie etwas Blödes. Aber da kann ich dich beruhigen, wir haben eine gute Wäscherei an Bord. Ja? Ja, doch, tatsächlich. Kannst du abgeben, kriegst gleich morgen wieder die Sachen. Und weißt du, was wir jetzt Cooles machen können? Wir könnten hochgehen, weil gleich legen wir ab und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Vielen, vielen Dank. Ja, dann auf dich und dein erstes Mal. Vielen Dank. Was ich mich immer gefragt habe, wenn da Wellengang ist, ob man das auch wirklich spürt. Nein. Also ich sag mal, heute im Mittelmeer, da wirst du nicht viel davon mitbekommen. Das Schiff ist dafür auch zu groß und zu schwer und hat Stabilisatoren und gleicht das alles aus. Guten Morgen, es ist jetzt 8 Uhr, also noch relativ früh, aber man sieht, wir sind schon draußen auf dem Meer. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal meinen ersten Kaffee. Weil ich bin ja wirklich echt schlimm beim Buffet, ich kann mich da nie entscheiden und muss von allem ein bisschen was probieren. Deswegen, ich versuche mich jetzt zu zügeln, aber das wird mir schwerfallen. Als Österreicher muss schon mal einen Käse probieren. Bei so roten Wassermelonen, da muss man zuschlagen. Jetzt muss ich auf jeden Fall dieses Artisanenbrot mal probieren. Eine Laugenstange, damit kann man nichts falsch machen. Gut, dass ich da ein paar Tage hier an Bord bin, denn mit einem Mal ist es hier nicht getan. Ist das süß. Wie lustig. Das ist das Problem, jetzt möchte ich heute Abend gar nicht schlafen gehen und das kaputt machen. Ach Mensch, Hey, dich. Hi. dass ich dich an der Bar treffe, war mir eh klar. Naja, ich dachte vorm Essen so einen kleinen Antonio Melonio, den wollte ich mir noch, den wollte ich mir noch gönnen. Das Schöne hier in unserem Hauptrestaurant Atlantik ist ja, du kannst hier wirklich frei wählen, kombinieren, ob du jetzt das Tagesmenü einfach so nimmst, wie es da steht. Dann haben wir ein veganes Menü und, was ich immer ganz cool finde, auch hausgemachte Pasta. Also hier kannst du wirklich bunt mixen. Es hat mich wirklich gewundert, dass man hier jeden Tag 5 Gänge haben kann und irgendwie durchmixen, wie man möchte. Das gefällt mir sehr gut. Also mich hat es total überrascht, dass es hier so eine tolle Laufstrecke gibt. Vor allem, was mich gewundert hat, dass es auch Höhenmeter hat. Denn nur eine ebene Laufstrecke macht nicht so viel Spaß wie Höhenmeter. Und deswegen muss ich das direkt ausprobieren. Und um 7 Uhr am Morgen bei so einem Wetter ist es wirklich toll. Ja, also heute eben habe ich mir einen Landausflug mit einem kleinen Bötchen gebucht. Ja, also das ist jetzt der erste Stopp unserer kleinen Bootstour in Cinque Terre. Und es ist unfassbar. Es sieht aus wie so eine lebende Postkarte. Klares Wasser, der Glockenturm, der gerade geläutet hat, diese wundervollen, bunten Häuser. Das ist wirklich, also als würde man sich's erträumen. Gefühlt gibt es hier fast gar keine Straßen in dieses kleine Dorf. Deswegen erreicht man das eigentlich quasi nur per Boot. Und selber ein Boot organisieren hätte ich nicht gekonnt. Deswegen es ist echt toll, wie einfach einem das gemacht wird. Richtig cool hier. Das ist schon eindrucksvoll. Mit den Fenstern, boah, cool. Boah, schön. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. In der Captain's Bar jetzt so eine Schatztruhe mit einem Drink, also besser passt eigentlich nicht.
Aber ich merke schon, du hast schon immer die besten Plätze auf dem Schiff, hast du ganz schnell rausgefunden, ne? Das ist echt crazy. Ich bin irgendwie hier reingestolpert. Ja. Und vor allem so hohe Decken mal zu finden auf einem Schiff. Ja, für dich mit deiner Größe auch ganz wichtig. Ja, ne? da kann man sogar springen. Bleiben wir hier sitzen bis zum Auslaufen, oder? Total. Ja. Sieht man schön nach vorne raus. Wir sehen das, was der Captain sieht. Das stimmt, die Captain's Bar. Genau. Also für mich als Österreicher darf ich mir natürlich das Chalet nicht entgehen lassen. Ich bin gespannt, wie der Kaiserschmarrn und das Wiener Schnitzel hier sein wird. Ja, was ich immer so besonders finde, ist wirklich, dass jedes Restaurant seine eigene Einrichtung hat. Der Franzose, der Französisch, hier das Chalet. Das erinnert mich wirklich mit den Holzstühlen an Österreich, an meine Heimat. Habe ich ein bisschen Heimatsgefühle. Es fehlt nur, dass draußen Schnee liegt, aber nee, 30 Grad Mittelmeer ist doch was anderes. Aber mit einem Almdudler, einem Schnitzel, da fühle ich mich daheim. Einen kleinen Geheimtipp habe ich noch als wahrer Österreicher, und zwar ein gutes Schnitzel erkennt man immer daran, ob es so souffliert ist, nennt man das, sprich die Panade wirklich Wellen schlägt. Das ist auf jeden Fall bei diesem Schnitzel so, also echt richtig toll. So, also ich habe gerade fertig Abend gegessen. Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich doch noch mal zum Sport möchte. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass morgen noch mal ein Platz für ein Cycling-Event frei geworden ist. Und man kann einen Kurs einfach direkt buchen und dann ist man schon im Fitnesskurs. Das ist echt stark, hätte ich mir jetzt irgendwie komplizierter vorgestellt. Also ich bin jetzt gerade in die Arena gekommen, habe mein Fahrrad schon richtig eingestellt. Hier stehen echt viele Fahrräder, also ein großes Angebot. Und ist tatsächlich auch mein erster Cycle-Kurs, den wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und bin jetzt echt gespannt, was mich erwartet. Also ich habe echt nicht erwartet, dass 90 Minuten so anstrengend sein können. Aber es war richtig cool. Also die Kursleiterin war mega. Auch wenn man am Ende war, sie hat einen motiviert, sie hat einen nochmal aufgebaut. Crazy. Nach 20 Minuten dachte ich mir schon, jetzt wird es schwierig. Aber trotzdem die 90 Minuten durchgezogen. Das wäre echt cool. Ich dachte, Kreuzfahrt geht nur um Essen, aber nee, Sport geht auch. Ja, morgen endet tatsächlich auch schon wieder meine erste Kreuzfahrt. Ich habe schon ein bisschen Herzschmerz, wenn ich das Meer wieder verlassen muss. Aber es war wirklich toll. Egal mit wem ich gesprochen habe, jeder war nett drauf, jeder hat mir geholfen, jeder war freundlich. Mittlerweile verstehe ich auch, wenn alle Gäste sagen, es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Man fühlt sich hier wie zu Hause. Egal, ob man Sport machen möchte, essen gehen möchte oder einen Landausflug. Mein Highlight auf der Reise war der Cycling-Kurs. Danach habe ich mich wirklich auch tot gefühlt, aber umso mehr konnte ich danach essen. Wenn ich eine Sache noch gelernt habe, dann ist es, dass ich nie wieder zu der Kabine Zimmer sagen werde. Zum Wohle. Wir hatten zwar nicht den Titanic-Moment, aber trotzdem war es sehr schön. Und denk dran, nach der Kreuzfahrt ist immer vor der Kreuzfahrt.